Alter! Also hier komplett alles blacked out. Das ist schon richtig eine Ansage. Es ist einfach brutal. So Leute, wir haben heute ein neues Spielzeug am Start und zwar hier der neue Brabus 900 Super Black. Und Super Black, der Name ist Programm, denn hier ist alles blacked out, was nur geht, bis hin zum schwarzen Bremssättel. Und bevor wir uns das Auto jetzt im Detail anschauen, Robert, yalla! Brabus 900 Super Black. 900 bedeutet, Leute, wir haben hier die 900 PS am Start. Das Ganze kennen wir schon von der Rocket-Version. Bedeutet statt dem 4 Liter die knappen 4,5 Liter Hubraum. Und das Ganze 900 PS und 1250 Newtonmeter. Bedeutet, da geht auch 0 auf 100 richtig was vorwärts. Den Rocket habe ich damals, der ist angegeben mit 3,7 Sekunden, den habe ich damals mit 3,5 Sekunden gemessen. Und ich meine sonst, ich muss ganz ehrlich sagen, also hier komplett alles blacked out. Das ist schon richtig eine Ansage. Allein auch hier, was geil ist, schön hier den Kühlergrill in Carbon gehalten. Die komplette Motorhaube hier oben, dieser Powerdome oben drauf in Carbon, das ist schon richtig fett. Und auch hier an der Seite diese schwarzen Felgen, schwarze Bremssättel. Das ist schon krass. Hier übergehen, schön bis nach hinten durchgezogen in Carbon. Dann haben wir hier dieses schöne breite Teil hier in Carbon am Start. Das sind keine echten Lufteinlässe, das ist rein einfach nur Look. Und dann hier übergehen, das kennen wir auch schon von der Rocket-Version. Wir haben hier diese Carbonblenden und vor allem auch ziemlich geil. Also ist immer Geschmackssache, aber hier schön beleuchtet das Ganze. Und jetzt, wenn wir weiter nach hinten gehen, auch geil. Hier geht es auch weiter. Natürlich jetzt auch nicht echt. Ich meine, es kann keine Funktionalität großartig haben. Es sieht halt einfach nur mördergeil aus. Hier hinten geht es weiter. Auch schön alles in Carbon gehalten und alles so dunkel und böse, wie es nur geht. Hier auch schön 900, damit wir wissen, wir haben hier die 900 PS am Start. So Leute, jetzt ziehen wir uns mal den Innenraum rein. Ich meine, außen ist ja schon Endstufe, aber hier Innenraum ist meiner Meinung nach nochmal Next Level. Zieht euch das mal rein. Hier richtig schönes, dunkles, aggressives, böses Leder. Und hier an der Seite diese ganze Prägung, dieser Aufwand, der hier schon wieder vom Brabus betrieben worden ist. Einfach unglaublich. Hier geht es überall weiter. Diese Prägung allein. Diese Fußmatten dann hier an der Seite, wo wir hier überall Leder verbaut haben. Hier schön am Sitz, Brabus Masterpiece Super Black. Allein, zieht euch das mal rein. Diese Sonnenblende, hier geht es mit der Prägung hier weiter. Das ist unglaublich. Oben schön Dachhimmel, komplett aus Alcantara. Wir haben hier selbst die Luftdüsen, sind hier schön in dunkel böse gehalten. Jeder einzelne Knopf wieder vom Brabus geändert. Unglaublich, einfach unglaublich. Auch hier das Lenkrad, schön dieses dunkle Leder. Das sieht schon wirklich unfassbar aus. Und ich würde sagen, jetzt lasst uns doch mal hier kurz nach vorne gehen. Nochmal hier das Auto hier im Ganzen betrachten. Man muss es natürlich mögen. Man muss es natürlich mögen, dieses komplett blacked out. Ich sage euch ganz ehrlich, das passt eigentlich kaum bei irgendeinem Auto, weil für mich ist immer dieser Kontrast wichtig. Aber ich sage ganz ehrlich, hier bei einer G-Klasse komplett blacked out, das steht wirklich geil da. So Leute, bevor wir jetzt hier gleich mit dem Brabus 900 Super Black aufreißen, das Video heute wird gesponsert von Chronex. Für die Leute, die Chronex nicht kennen, Chronex hat bis zu 7000 Uhren von 49 verschiedenen Marken immer am Start. Zum Beispiel, ich trage heute die Rolex Daytona Cosmograph in Roségold. Das Schöne an Chronex ist, ihr habt einerseits 24 Monate Garantie auf jede Uhr, die ihr dort kauft. Und das Geile ist, ihr könnt euch eine Uhr online aussuchen. Es gibt einige Läden in Deutschland verteilt, wo ihr euch die Uhr vor Ort anschauen könnt, ohne irgendwas davor bezahlen zu müssen, sondern erst dann, wenn ihr euch für die Uhr entschieden habt, erst dann bezahlt ihr das Ganze. Und wie ihr wisst, momentan Uhren sind einfach eine extrem gute Wertanlage. Nicht nur Autos, sondern eben auch Uhren.
Also von daher für die Leute, die mehr erfahren wollen, die Interesse daran haben, Link ist in der Videobeschreibung. Und ich würde sagen, Robert, wir reißen auf. So, sind wir bereit? Ja. Brauchst dich nicht erschrecken, brauchst keine Angst vor mir haben. Schau mal, was mir hier gerade aufgefallen ist. Das ist natürlich hier schon sick, muss man wirklich sagen. Schön in Carbon. Und was mir auch gerade aufgefallen ist, einfach mal die Scheibenwischer auch in glänzend schwarz lackiert. Daran merkt man wieder, Brabus, alles verdunkelt, so böse wie es nur geht. Selbst sogar hier die Lautsprecher, die Türgriffe hier auch. Also es ist verrückt. Hey, sag mal, hast du Angst vor mir oder was? So, jetzt schmeiß mal an Kübel. So, was ist jetzt da los? Jetzt startet der nicht. Ah. Robert, du weißt doch, wir sitzen in einer G-Klasse. Was macht man da? Fenster runter, weil es warm ist. Ja, Fenster runter sowieso, aber die Tür richtig zuhacken. Das wäre jetzt brutal, wenn wir einen Rückwärtsgang reinmachen würden, ne? Stell dir das mal vor. Da ist die Kiste aber ganz schnell weg. Da wäre nicht nur die Kiste weg. So, dann fahren wir hier jetzt halt los. Schön am Yachthafen in einer Brabus G-Klasse. Ja. Das ist ganz normal, oder? Die ist perfekt für 0 auf 100, können wir eigentlich auch gleich machen. Ja, ich glaube, dann war es aber das letzte Mal, dass wir hier gewesen sind. Und wir müssen auch mal hier zurückkommen. Allein wenn du hier schon wieder drinnen sitzt, in dieser Höhe, da kommt einfach schon wieder dieser Boss-Modus raus. Das wär das Baba-Auto für dich. Schau mal hier mit der Tasche, sogar mit dieser Umhängertasche. Da sind nur meine Akkus drin. Das ist ja, das sagen sie alle. Da sind nur die Akkus drinnen. Das sagen sie alle, ne? Geht's dir gut? Ja, selber. Muss ich mir Sorgen machen? Boah. Nur weil ich jetzt hier im Komfortmodus fahre, weil ich leise unterwegs sein will. Ich gebe dann schon gleich Gas, dass du nicht mehr gähnst, ne? So, dann fahren wir jetzt hier raus. Haben wir das Hütchen mitgenommen? Nein, natürlich, das Hütchen steht noch. Aber was ich ganz gut finde, ist, dass das hier schon etwas heller gemacht worden ist, auch die Knöpfe, weil das wäre sonst wirklich too much. Wenn das hier auch noch alles schwarz wäre, dann würdest du echt nichts mehr sehen. Aber schau mal, allein hier, da unten diese Strippung da noch, das ist schon echt... Wolltest du noch einfach das nur ist schon, fassen, oder? nee, das wollte ich eigentlich nicht. Ich wollte das hier schön hier unten zeigen. Ach so. Und dann, dass hier das auch schön hier alles durchgezogen ist in Carbon. Ah, schöner Pista, wieso auch nicht? Und Lenkrad, ganz ehrlich, ich bin ja eigentlich ein Riesenfan von Alcantara. Aber hier, dieses Material und dieses richtig schön alles dunkel gemacht, muss ich ganz ehrlich sagen, taugt mir richtig. Allein hier dieser Mercedes-Stern, komplett in schwarz. Hier das Ganze in schwarz. Und dann diese Schaltpedals wieder, das ist halt schon geil. Diese langen Schaltpedals komplett aus Carbon. Und wie sich das schon wieder hier schalten lässt, ist halt schon... schau mal, wir müssen jetzt wollte ich gerade hier schon umstellen. Ich meine, klar, wir können ihn hier umstellen, aber das ist das Geile hier an dem Lenkrad. Wir können nämlich einfach hier drehen. Jetzt machen wir mal hier das Fenster ein bisschen auf. Weil ich meine, das ist natürlich das Geile, Leute. Wir haben hier bei der G-Klasse hier... Ja, die Sidepipes. Und was höre ich da vorne? Ja, das ist geil. Wir haben die Blow-Offs am Start. Alter, was ist denn das für ein Klang? Ja. Okay, das ist krass, wie das Ding rausbollert. Okay, ich merke jetzt schon wieder, dass das macht einfach nur süchtig, definitiv. Alter, der Klang ist ja mal aber richtig geil. Vor allem, das ist ganz normal alles hier mit Zulassung. Alter, das ist bei schon, also das ist bei hier schon... Das gefällt mir. Das ist hier... Ja, das ist ordentlich. Also ich würde sagen, wir suchen uns jetzt hier gleich mal eine Strecke, wo wir gleich mal ein bisschen mehr Gas geben können. Weil hier die 900 PS, über 1200 Newtonmeter. Ich meine, ich bin den Rocket, der hatte dieselbe Leistung gehabt. 3,7 Sekunden angegeben, habe ich damals schon mit 3,5 Sekunden gemessen. Und das ist halt schon heftig für eine G-Klasse. Also von daher, jetzt schauen wir gleich mal, wo wir eine Strecke finden, dass wir da ein bisschen Gas geben können. So, dann schauen wir mal, was hier vorwärts gehen in einer 900 PS G-Klasse. Los geht's. Alter! Alter! Direkt wieder in den zweiten rein. Alter, die Leistung obenrum, wie der da richtig zum Schieben anfängt, da merkst du halt die knapp 4,5 Liter Hubraum.
Und dann obenrum bei 5000 Touren, diese Blow-Offs dann wieder da dazu. Das ist halt einfach geil. Das ist halt einfach ein purer Genuss. Diese Sidepipes halt hier einfach. Der Klang ist halt einfach unglaublich. Unglaublich der Klang. Wie das Ding rausknallt, ey. Du merkst halt einfach, da ist kein Ende in Sicht. Wie das Ding halt einfach durchmarschiert. Und es ist ja wirklich hier jetzt halt entspannt. Alter. Du merkst auch selbst unten rum, hier dann wirklich ab 3500 Touren, da kommt richtig dann die Power ab, da fängt er zum Marschieren an. Schau es an. Es ist einfach brutal. Einfach dieser Klang dazu mit den Sidepipes. Es gibt einfach nichts Geileres. Es gibt einfach nichts Geileres, Leute. Alter. Boah. Ja. Also das ist schon echt ordentlich. Vor allem, man muss mal überlegen, ich habe das Ding erst mit 3,7 Sekunden von 0 auf 100 angegeben. Und ich habe ihn ja damals, den Rocket, der ja limitiert gewesen ist auf 25 Stück, habe ich ja mit 3,5 Sekunden gemessen. Also das ist halt hier schon wirklich eine Ansage. Man muss ja immer noch überlegen, wir reden von einer G-Klasse. Schau mal, wir müssen jetzt einfach nochmal hier von 0 nochmal hier raus. Das an. Und jetzt kommt die Leistung! Alter! Da ist einfach kein Ende in Sicht. Da ist kein Ende in Sicht. Das ist einfach abnormal. Aus dem zweiten raus. Alter. Und wenn das Ding dann hier noch richtig nachknallt. Unfassbar. Unfassbar. Ich merke, du bist einfach auch schon wieder so emotional dabei, Robert. Auf jeden Fall. Das ist brutal, oder? Das ist genau deins, oder? So am Ball. Das ist einfach genau deins. Ja. So Leute, dann kommen wir hier zum Ende zum Video und ich meine, Fazit, ganz ehrlich Leute, da gibt es nicht viel zu sagen. G-Klasse ist einfach G-Klasse, G63 ist einfach schon was richtig Geiles, aber hier als Brabus, hier als G900 und das Ganze auch noch jetzt neu mit dieser Super Black Edition, komplett einfach alles blacked out, also ganz ehrlich, mehr geht einfach nicht. Hier noch den geilen V8 Biturbo Motor am Start, statt 4 Liter, 4,5 Liter. Und von daher, Leute, ich würde sagen, wir hacken jetzt hier nochmal ein paar Gänge runter und dann machen wir Schluss hier mit dem Video. Ich hoffe, Leute, euch hat das Video gefallen und dann sehen wir uns beim nächsten Video wieder.